Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ikigai. Gesund und glücklich. 100 werden präsentiert, die japanische Lebensphilosophie, die als Ikigai bekannt ist. Das Konzept, dem eigenen Leben Sinn und Erfüllung zu verleihen. Das Buch von Francesc Miralles bietet einen tiefen Einblick in die Geheimnisse der Langlebigkeit und des Glücks, die auf der Insel Okinawa, einer der sogenannten Blue Zones mit außergewöhnlich hoher Lebenserwartung, gepflegt werden. Leser erfahren anhand einer Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Lebensgeschichten und praktischen Übungen, wie das eigene Ikigai, der Grund, morgens aufzustehen, entdeckt und gelebt werden kann. Mit einer einfühlsamen Sprache und strukturierter Anleitung spricht das Buch alle an, die sich eine nachhaltige Zufriedenheit, Gesundheit und eine positive Lebenshaltung wünschen. Miralles schafft es, die japanischen Weisheiten zugänglich zu machen und gleichzeitig wertvolle Impulse für die Selbstreflexion und Entwicklung einer sinnerfüllten Lebensgestaltung zu geben. Dabei steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt, denn Ikigai bedeutet, Körper und Geist in Einklang zu bringen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Grundlagen des Ikigai. Im ersten Themenblock vermittelt das Buch die Philosophie des Ikigai und erklärt, was hinter diesem Begriff steckt. Ikigai bezeichnet den individuellen Lebenssinn, der sich an der Schnittstelle von 4 Aspekten befindet. Das, was man liebt, das, was die Welt braucht, das, worin man gut ist und das, wofür man bezahlt werden kann. Francesc Miralles beschreibt, wie Ikigai in der japanischen Kultur historisch gewachsen ist und heute als Fundament für ein glückliches und langes Leben gilt. Anhand von Beispielen aus Okinawa zeigt das Buch, wie selbst ältere Menschen voller Tatendrang, Lebensfreude und Gemeinschaftsgefühl ihren Alltag gestalten. Der Autor unterstreicht, dass ein erfüllendes Ziel oder eine Aufgabe essentiell ist, um Motivation und Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Ikigai schafft der Einzelne Klarheit und Orientierung für sein persönliches und berufliches Leben. Das Kapitel gibt praktische Anleitungen zur Selbstbefragung und leitet dazu an, die eigene Bestimmung zu erleben. Zweitens. Praktische Übungen zur Ikigai-Entdeckung. Ein zentrales Element des Buches sind die praktischen Übungen, mit denen Leser ihr persönliches Ikigai entdecken können. Francesc Miralles legt besonderen Wert darauf, das Konzept für den Alltag anwendbar zu machen. Im Buch findet man strukturierte Reflexionsaufgaben wie das Erstellen eines Ikigai-Diagramms, Journaling-Fragen zur Selbstfindung und Methoden zur Zielvisualisierung. Darüber hinaus werden Techniken wie achtsames Atmen, das bewusste Erleben von Tätigkeiten im Flow und eine positive Routinenpflege vorgestellt. Diese Praktiken helfen, die eigene Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, was im Leben wirklich zählt. Der Autor betont dabei, dass kleine und kontinuierliche Veränderungen oft nachhaltiger wirken als radikale Neuanfänge. Die Übungen können alleine oder im Austausch mit anderen durchgeführt werden und unterstützen dabei, Schritt für Schritt mehr Sinn, Freude und Klarheit im täglichen Leben zu integrieren. Sie fördern nachweislich Wohlbefinden, Motivation und Resilienz. Drittens. Die Bedeutung der Gemeinschaft und sozialer Bindungen. Ein weiteres zentrales Thema ist die Rolle von Gemeinschaft und sozialen Beziehungen für Gesundheit und Zufriedenheit. In Okinawa, dem Paradebeispiel für Ikigai, ist das soziale Miteinander ein entscheidender Faktor für die hohe Lebenszufriedenheit und das gesunde Altern der Bewohner. Das Buch beleuchtet, wie die Menschen dort in sogenannten Moai-Gruppen fest miteinander verbunden sind und sich gegenseitig unterstützen. Sie teilen Erfahrungen, helfen einander in Notsituationen und verbringen Zeit miteinander. Miralles vermittelt, dass starke soziale Bindungen Stress reduzieren, das Immunsystem stärken und Trost in schwierigen Situationen spenden. Auch im westlichen Alltag lässt sich Ikigai durch bewusste Pflege von Freundschaften und familiären Beziehungen stärken. Das Buch gibt praxisnahe Tipps, wie man sich ein soziales Netz aufbauen oder seine bestehenden Beziehungen vertiefen kann,
zum Beispiel durch gemeinsame Rituale, regelmäßigen Austausch und gegenseitige Unterstützung. Letztlich zeigt das Kapitel, dass ein erfülltes Leben nie im Alleingang funktioniert. 4. Achtsamkeit, Ernährung und Bewegung. Gesundheit und Langlebigkeit werden im Buch als Ergebnis eines ganzheitlichen Lebensstils verstanden. Francesc Miralles erklärt, dass Achtsamkeit, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung integrale Bestandteile des Ikigai-Konzepts sind. Im Fokus steht dabei nicht stures Kalorienzählen oder anstrengendes Training, sondern vielmehr die Freude am Tun und das bewusste Wahrnehmen des eigenen Körpers. In Okinawa existiert beispielsweise die Tradition, nur bis zu etwa 80% satt zu essen. Eine einfache Regel, die das Wohlbefinden langfristig steigert. Auch leichte, aber stetige Bewegung, etwa in Form von Gartenarbeit, Spazierengehen oder Tai Chi, ist Teil des täglichen Lebens. Das Buch liefert leicht umsetzbare Tipps, wie Achtsamkeit im Alltag integriert werden kann, etwa durch kleine Pausen, gezieltes Atmen oder das Genießen einer Mahlzeit ohne Ablenkung. Dadurch wird nicht nur der Körper, sondern ebenso der Geist gestärkt, was beides in der Philosophie des Ikigai gleichwertig ist. Schließlich die Einstellung zum Älterwerden und lebenslanges Lernen. Francesc Miralles thematisiert auch die Einstellung zum Älterwerden und ermutigt zu einem positiven Blick auf jedes Lebensalter. In Okinawa werden ältere Menschen hochgeschätzt und aktiv im täglichen Leben integriert, was zu ihrem langen, erfüllten Leben beiträgt. Das Buch bricht mit westlichen Vorurteilen über das Altern als Defizit und stellt heraus, dass lebenslanges Lernen, Offenheit und Neugier entscheidend für das psychische und körperliche Wohlbefinden sind. Ikigai bedeutet auch, stets neue Herausforderungen zu suchen und dabei flexibel zu bleiben. Der Autor gibt Impulse, wie man sich neue Aufgaben erschließen, alte Leidenschaften wiederentdecken oder sich ehrenamtlich engagieren kann. Es wird gezeigt, dass ein erfülltes Leben am besten gelingt, wenn man sich immer wieder weiterentwickelt und das Alter nicht als Hemmnis, sondern als Chance begreift. So bleibt der Mensch bis ins hohe Alter aktiv, zufrieden und motiviert. Zusammenfassend: Ikigai. Gesund und glücklich 100 werden ist ein Buch für alle, die mehr Sinn, Zufriedenheit und Gesundheit in ihr Leben bringen möchten. Es richtet sich nicht nur an jene, die nach einem tieferen Lebenssinn suchen, sondern auch an jene, die auf der Suche nach praktischen Tools für eine bessere Alltagsgestaltung sind. Die Philosophie des Ikigai kann insbesondere denjenigen helfen, die sich orientierungslos fühlen, unter Stress oder Unzufriedenheit leiden oder einen neuen Lebensabschnitt gestalten wollen. Francesc Miralles vereint in seinem Buch Weisheit, Empathie und praktische Ansätze, sodass es sich besonders als Begleiter für Menschen in Umbruchssituationen eignet, sei es durch einen Jobwechsel, einen Lebenswandel oder während der Rente. Das Buch hebt sich durch seine ganzheitliche Perspektive auf Gesundheit, Glück und die Bedeutung sozialer Bindungen von anderen Lebensratgebern ab. Anstatt schnelle Lösungen oder Erfolgsrezepte zu verkaufen, lädt Miralles zu einer vertieften Selbstreflexion und bewussten Lebenspraxis ein. Wer sich darauf einlässt, profitiert lebenslang. Mit Ikigai kann man nicht nur das eigene Wohlbefinden steigern, sondern auch mehr Leichtigkeit und Lebensfreude entwickeln. Im Vergleich zu anderen Ratgebern bietet dieses Buch einen besonders inspirierenden und praxistauglichen Zugang zu einem erfüllten, langen Leben. Es lohnt sich also, dieses Buch zu kaufen, weil es in die Tiefe geht, einen klaren Handlungsrahmen bietet und die Leser ermutigt, ihr bestes Leben zu finden und zu führen. Wenn Sie unterstützen möchten. Francesc Miralles, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.